Existenzen und ich darf einfach mal vorlesen, was wir hier mal zusammengetragen haben. Er ist Biochemiker, Biophysiker, hat Ausbildungen in Immunologie, Psychoneuroimmunologie, Bioelektromagnetics und Neuroscience, wie man das jetzt auch immer übersetzen will, biomedizinische Forschung in Harvard und Stanford Medical School, seit 1988 energiemedizinische Forschung und wie gesagt, Entschuldigung, die beiden Plätze sind besetzt da vorne. Forschung im eigenen Quantum Biology Research Labor. Hat man einen Haufen Wörter hier. Schwerpunkt sind nicht klassische elektromagnetische Energie und ihre Wirkung auf biologische Systeme und Wasser. Unter anderem, und dadurch ist er uns bekannt geworden, weltweit erste Publikationen über biologische Skalarwellenwirkungen. Er war der Erste, der darüber publiziert hat, sowie Zusammenhänge der DNA mit Potential- und Quantenfeldern und so weiter und so weiter. Es gibt von ihm Untersuchungen und Studien, deren Studiendesign man wirklich nur als genial bezeichnen kann. Ich freue mich, dass wir ihn heute bei uns haben. Es ist Glen Rein. Der Name ist, ich sage es nochmal, unter Energiemedizinern seit 15 Jahren spätestens wirklich ein Name mit einem ganz besonderen Klang. Und ich darf es nochmal sagen, ich freue mich, dass er wirklich existiert, obwohl das ja eben in Zweifel gestellt wurde. Glen, please. Ich darf noch jemanden vorstellen, das ist Thomas Kirschner, der den Vortrag übersetzen wird. Thomas ist der Herausgeber der deutschen Ausgabe vom Nexus-Magazin. Ein Magazin, das ich Ihnen nur wärmstens empfehlen kann. Da gibt es die heißesten Informationen, angefangen von MMS, was er sozusagen für Deutschland entdeckt hat, und medizinische Randgebiete, die ihresgleichen suchen. Und nebenher darf ich Ihnen empfehlen, auch sein Editorial zu lesen. Es gehört zu den ganz wenigen, die ich regelmäßig lese. Ich sage es nochmal, Sie sind es wert. Thomas, ne? Darf ich vielleicht dieses Mikro nehmen? Ich habe gedacht, das setzt mich vielleicht I just want to start and thank the organizers of this conference and Henrique specifically for the invitation to speak here. Ich möchte anfangen, indem ich mich bei den Organisatoren dieser Konferenz bedanke, vor allem beim Hendrik, dafür, dass sie mich eingeladen haben. And I think perhaps everyone has high expectations because this lecture will be translated. So I hope I can meet your expectations. Und ich hoffe, oder ich nehme an, dass die meisten von Ihnen jetzt hohe Erwartungen haben, weil diese Lecture jetzt extra übersetzt wird. Also ich hoffe, dass ich diesen Erwartungen gerecht werden kann. So, I'm going to talk today about healers, and before I talk about my specific experiments, I want to talk a little bit about the nature of bioenergy and the biofield. Zuerst spreche ich über Heiler, dann über meine persönlichen Erfahrungen und ich spreche über das Biofeld. Because in traditional science, we like to think that there's some kind of an energy transfer from the healer to the person who's being healed. In traditioneller Wissenschaft gehen wir davon aus, dass irgendeine Art von Energietransfer zwischen dem Heiler und der geheilten Person stattfinden muss. Doesn't he look German? Schaut er nicht deutsch aus irgendwie? Maybe not. Vielleicht auch nicht. So, the bioenergy field has three major types of different energies. Es gibt in diesem Bioenergiefeld drei verschiedene Arten von verschiedener Energie. Electromagnetic, elektromagnetische, non-classical, non-Hertzian scalar energy. Dann nicht klassische, nicht hertzianische oder Skalarenergie. And feinstoffliche Energie, quantum energy. Und dann Quantenenergie. So classical electromagnetic energy is from the electroencephalogram and electrocardiogram.
Im klassischen Bereich also fällt es in die Energie, die man mit dem EEG abnimmt oder mit dem Elektrokardiogramm. Classical light energy is from luminescence, not biophotons, because biophoton energy is non-classical. Klassische Lichtenergie wäre Chemilumineszenz, also nicht Biophotonstrahlung, die würde in den nicht klassischen Bereich fallen. And we have acoustic energy, Dann haben wir like akustische sound, Energie sowie Klang. sound. And then we have non-classical energy, or sometimes the word subtle energy. Dann im nicht klassischen Bereich oder wie auch manchmal genannt wird, im feinstofflichen Bereich. And Professor Mile already this morning talked about non-Hertzian scalar energy. Da hat Professor Meil heute Morgen schon über die oder nicht hertzianische Skalarenergie gesprochen. And there's also quantum energy and energy from the mind. Und es gibt auch Quantenenergie sowie Energie aus dem Geist. Okay, so in scientific physics literature, this term non-Hertzian, non-Maxwellian, non-dispersive, non-Abelian, it's because in physics they do not know what it is, so they describe it what it is not. Diese Begriffe hier tauchen in der klassischen Wissenschaft auf, um diese Phänomene zu beschreiben, obwohl sie nicht genau wissen, um was es sich da eigentlich handelt. And Professor Mile already talked about longitudinal waves and scalar waves, many different terms. Professor Meil hat da schon drüber gesprochen, über Longitudinal- und Skalarwellen. Und da gibt es also viele Begriffe. So the question is, are these all different kinds of energy, or are they manifestations of the same fundamental energy? Die Frage, die sich stellt, ist, sind es alles verschiedene Arten von Energie oder sind es alles Manifestationen derselben Energie? We do not know. Wissen wir nicht. Quantum fields Quantenfelder are based on Schrödinger's equations. basieren auf Schrödingers Gleichungen. Classical electromagnetic fields Klassische elektromagnetische Felder are based on the Hertz and Maxwell's equations. basieren auf Hertz und Maxwells Gleichungen. And of course, the non-classical energy do not obey the laws of Maxwell and Hertz. Und natürlich tun die nicht klassischen Phänomene auch nicht den Gleichungen nach Hertz und Maxwell folgen. But quantum fields obey the equations of the Schrödinger equation. Aber Quantenfelder gehorchen den Gleichungen von Schrödinger. And in the physics literature, there are many different names for this kind of energy. In der Physikliteratur gibt es viele verschiedene Namen für diese Art von Energie. Okay, so that's the background. Now, what I want to talk about is how this energy affects the body and how it affects DNA specifically. Ich will jetzt vor allem darüber sprechen, wie diese Energie den Körper beeinflusst und vor allem die DNS. So here's a picture of DNA in the chromatin, in the genes, in the chromatin, in the unwinding of the strands, then finally to the helix. Hier ist ein Bild von DNS, insbesondere von den Phasen, wo sie sich entwickelt. Also das Gegenteil von aufwickelt, entwickelt. And DNA can exist in many different forms. This is circular DNA. DNS kann in vielen verschiedenen Formen existieren. Das hier ist runde DNS. Then you can twist und man kann sie the drehen. circle, and you can also have linear DNA. Und es gibt auch lineare DNS. And when you buy DNA in the store, wenn man DNS im Geschäft kauft, to do my experiments, meine it Experimente comes zu machen, like this. dann kommt es in dieser Verpackungsform. It's a special store. Es ist ein besonderes Geschäft. Okay, so now I want to talk about the experiments I did in the first series of experiments measuring DNA synthesis. Jetzt möchte ich über eine erste Serie von Experimenten reden, die ich gemacht habe, wo ich DNS-Synthese gemessen habe.
using human lymphocytes from the immune system. Dabei haben wir menschliche Lymphozyten aus dem Immunsystem verwendet. So what we're measuring is the turnover of DNA. Was wir da messen, ist der Verbrauch, Consumption, Synthesis. der Umsatz von DNS. And you add a radioactive thymidine, which is a precursor. Und wir fügen dann radioaktives Thymidin zu. And it absorbs into the DNA, and you measure the amount that goes in, and it's a measure. Und das wird von der DNS aufgenommen und man misst dann die Mengen, die da aufgenommen wird. Which is a measure of DNA synthesis or cell growth. Und das ist dann wiederum ein Maß für die DNS-Synthese oder für Zellwachstum. Okay, so that's the experiment. We have lymphocytes in a test tube. Wir haben also Lymphozyten in einem Testglas, in einem Reagenzglas. And then we have a healer come and direct their intention to either increase or decrease the growth of the cells. Und dann haben wir den Heiler, der seine Absicht darauf richtet, das Zellwachstum entweder zu beschleunigen oder zu verlangsamen. I made a mistake. Sorry. The DNA, the lymphocytes are not in a test tube. Ich habe einen Fehler gemacht. Die Lymphozyten sind jetzt nicht im Reagenzglas. In a petri dish, growing. Die sind in einer Petrischale und wachsen da. Okay. So, depending on the intention of the healer, abhängig von der Absicht des Heilers, they can either produce an increase or a decrease in the growth of the cells. Können die entweder eine Abnahme oder eine Zunahme im Zellwachstum erreichen. Some healers are more effective than others. Manche Heiler sind effektiver als andere. Maybe they are better healers, we do not know. Vielleicht sind die gleichzeitig bessere Heiler, das wissen wir aber nicht. Some healers use their mind. Manche benutzen ihren Verstand. And some healers use their heart. Und manche benutzen ihr Herz. Healers that use their heart are more efficient and better. Heiler, die ihr Herz benutzen, sind effizienter. In fact, when you use your mind and you do not, and there is no intention, there is no effect on the growth. Es ist sogar so, dass wenn man seinen Verstand verwendet und aber gleichzeitig keine Absicht zugrunde legt, dann gibt es kein Wachstum in den Zellen. Healers that use their heart, but Heiler, die ihr Herz einsetzen, and they have a state of love and a positive emotion in their heart. In einem liebevollen Zustand sich befinden oder eine positive Emotion in ihrem Herz haben. But there's no intention in the mind. Aber gleichzeitig vielleicht keine Absicht im Geist verfolgen. No effect on the growth. Kein Effekt aufs Wachstum. In fact, that work I'm talking about was done at the Institute of Heart Math, which we will hear later. Diese Arbeit wurde am Institute for Heart Math gemacht, über was wir sowieso noch sprechen werden. Some healers can hold an intention, and some healers can image in their mind the number of cells in the petri dish. Manche Heiler können eine Absicht halten in ihrem Geist und auch die Anzahl von Zellen in der Petrischale. And some healers can separate the two. They can hold an intention or they can image the number of cells. Und andere können diese zwei Dinge trennen. Die können einerseits die Absicht verfolgen im Geist oder andererseits die Petrischale im Geist behalten. And when you compare the two, imagery is the same effectiveness as the intention. They both work and they're equal effective. Und wenn man jetzt diese beiden Vorgehensweisen vergleicht, kann man feststellen, die sind gleichwertig im Effekt. Also sowohl die Absicht oder auch die bildhafte Vorstellung von der Petrischale, wie sich die Kulturen da drin entwickeln. And some healers can do both at the same time. Und manche Heiler können beides gleichzeitig. And when you do that, the effects are additive. Und wenn man das macht, dann sind die Effekte auch noch additiv.
Okay, now a different set of experiments. Jetzt ein anderes Set von Experimenten. And now we're measuring, we have DNA in a test tube. Jetzt haben wir wieder DNS im Reagenzglas. So this is pure human DNA Das with ist rein no, menschliche DNS. no proteins, no lipids, pure DNA Keine Eiweiße, keine Lipide, nur DNS. in solution. In einer Lösung natürlich. And we put electrodes inside the test tube. Und wir tun jetzt da Elektroden in das Reagenzglas rein. This is the same experiment that Cleve Baxter did many years ago Das ist dasselbe Experiment, was Cleve Baxter viele Jahre vorher gemacht hat. when he was studying the electrical properties of yogurt. Als er die elektrischen Eigenschaften von Joghurt studiert hat. And plants. Und Pflanzen. And he would put the electrodes in one plant Da hat er die Elektroden in die eine Pflanze getan and another plant over here. und eine andere Pflanze da drüben. And this plant, you damage the plant or even think bad thoughts. Und diese eine Pflanze hat mir jetzt beschädigt oder auch nur schlimme Sachen drüber gedacht. And this plant responds. Und die Pflanze da drüben, die antwortet dann. So I wanted to do the same experiment, not with yogurt, but Ich with wollte human jetzt- DNA. Ich wollte jetzt dasselbe Experiment machen, nicht mit Joghurt, sondern mit menschlicher DNS. Okay, so that's the experiment. You connect the electrodes to a computer, Man verbindet die Elektroden mit einem Computer and then you can see in real time the electrical activity. und dann sieht man in Echtzeit die elektrische Aktivität. I also did experiments not with DNA, but with nerve cells Ich habe auch Experimente nicht mit DNS, sondern mit Nervenzellen gemacht, from a tissue culture aus einer Gewebekultur into a test tube. in ein Reagenzglas. So the experiment is you have this electrical recording in real time, Das Experiment sieht also so aus, man hat die elektrische Aufnahme in Echtzeit and then we have the healers trying to influence the DNA. und dann haben wir die Heiler, die die DNS versuchen zu beeinflussen, A few meters away. vielleicht ein paar Meter entfernt. Here is a typical two kinds of response. This one is Es gibt zwei Arten von Reaktionen. Die hier the negative response. ist die negative Reaktion. So this is the control before intention. It's the baseline Das ist die Basisgrundlinie, die Kontrolle, is bevor pretty, die Absicht einsetzt. is stable, Die ist erstmal stabil. and then at around 40 seconds, Und bei 40 Sekunden, and this is the other response. This is the positive und das ist response. die positive Reaktion. Now, here's an experiment where we were doing both the DNA and the nerve cells at the same time. Hier haben wir ein Experiment, da haben wir die DNS und die Nervenzellen gleichzeitig untersucht. In this experiment, we were not working with healers. We were just having a conversation in the room. Hier haben wir nicht mit Heilern gearbeitet, sondern wir haben einfach ein Gespräch im Raum gehabt. And the computer is going along like this and going like this. Und der Computer folgt da dieser Linie. And this is the control. Nothing's happening. Das And ist die then Kontrolle, da passiert noch nichts. then we start talking about certain subjects. And if we got very emotional, and Und dann fangen wir an, über bestimmte Themen zu reden. Und sobald wir da richtig emotional werden and very excited, und sehr aufgeregt, we would get a response. dann haben wir da diese Reaktion bekommen. But we had to have the specific intention. Aber wir mussten eine bestimmte Absicht dabei haben. So here we're talking about AIDS, the disease. Hier haben wir über die Krankheit AIDS gesprochen. And the DNA decides to respond, but the cells do not. Und die DNS entscheidet sich da zu reagieren, aber die Zellen nicht. And then we continue the conversation. Dann fahren wir fort mit der Konversation. Not so exciting, boring, Ist eher langweilig, nicht so aufregend. no change. Da verändert sich nichts. And then we start talking about
my father who has Alzheimer's disease. Und dann haben wir angefangen, über meinen Vater zu sprechen, der Alzheimer hat. These are nerve cells, Das sind Nervenzellen. so they respond, Also die antworten darauf. and the DNA does not. Und die DNS nicht. Okay, third type of experiments. Dritter Typ von Experiment. Now we're working with healers. Jetzt arbeiten wir mit Heilern. We have a beaker, Wir haben ein a glass jar, ein Glasgefäß. and here's a test tube with DNA. Und da ist also dieses Glasgefäß mit, oder da ist dann drin noch ein Reagenzglas mit DNS. So the healer never touches the DNA. Der Heiler berührt also die DNS nie. Okay, now in this experiment, you use heat to unwind the DNA. In diesem Experiment benutzt man Hitze, um die DNS zu entwickeln. So normal DNA in the helix is intact, Normale DNS in der Helix ist intakt and then with a little bit of heat, you can unwind the two strands. und mit ein bisschen Hitze zugefügt kann man diese zwei Stränge entwickeln. So in this system, it can either continue to unwind, Und in diesem System hat sie dann entweder angefangen oder weitergemacht, sich weiterzuentwickeln, or these two strands can come together and wind. oder diese zwei Stränge sind wieder zusammengegangen und haben sich aufgewickelt. So the system can respond in either direction. Das System kann also in beide Richtungen reagieren. In the body, DNA can increase winding, and the helix becomes tighter. Im Körper kann also die DNS sich stärker aufwickeln, dann wird die Spirale enger und kürzer. Or the DNA can unwind, Oder die DNS kann sich entwickeln, especially when an enzyme wants to bind to this site, vor allem wenn sich ein Enzym an diese Seite anbinden möchte, for example. zum Beispiel. So here's a typical measurement using Das ist jetzt eine typische Messung, using a spectrophotometer, wo wir ein Spektrophotometer benutzt haben, which measures the absorption of light das die Absorption von Licht misst at different wavelengths. bei bestimmten Wellenlängen, Of light. bei verschiedenen Wellenlängen. And at 260 nanometers, Bei 260 Nanometern there is a absorption peak. gibt es einen Peak, also einen Gipfel der Absorption. There are certain base pairs inside the DNA that absorb light at this wavelength. Es gibt bestimmte Basenpaare in der DNS, die bei dieser Wellenlänge Licht absorbieren. So here are two samples of the control with no treatment. Hier haben wir zwei Samples, zwei Proben und die Kontrolle ist ohne Behandlung. So DNA in a test tube on the bench is very stable. DNS im Reagenzglas auf der Werkbank ist sehr stabil. Then you bring in a healer and ask them to increase or decrease the winding. Dann bringt man den Heiler rein und bittet die, diese Windung der DNS entweder zu verstärken oder zu schwächen. So here in this experiment, there was an increase in absorption, which means the DNA unwinds and more light is absorbed. In diesem Experiment haben wir also eine Steigerung der Absorption gemessen, was wiederum heißt, die DNS entwickelt sich ein Stück. In this experiment, it's the opposite. Das Experiment hier ist das Gegenteil. There is a decrease in absorption, Da gibt es also eine Abnahme der Absorption und So- dadurch eine stärkere Windung. so the DNA winds more. The same experiment was done when the healer was 1 mile away from the sample of DNA. Dasselbe Experiment haben wir auch gemacht, wenn der Heiler 1 Meile vom Experimentierort entfernt war. And the same effect as local.
Und es hatte denselben Effekt, als wenn der direkt daneben stand. So we can conclude this effect is not dependent on the distance. Daher können wir folgern, dass der Effekt nicht von der Distanz abhängt. Therefore, we believe this is not a classical electromagnetic field. Daher glauben wir, dass es kein klassisches elektromagnetisches Feld ist, Coming from the healer, das vom Heiler ausgeht. because a mile away you would think you should have less of an Denn effect. wenn er jetzt eine Meile entfernt ist, dann würde man eigentlich annehmen, dass dann der Effekt sich abschwächen müsste. These experiments were done also at the Institute of Heart Math. Diese Experimente wurden auch im Institut for Heart Math durchgeführt. In this experiment, there were 3 samples of DNA on the laboratory bench. In diesem Experiment gab es 3 verschiedene Proben von DNS auf dem Labortisch. One in the middle, one on the left, and one on the right. Ja, eine links, eine rechts, eine in der Mitte. 1, 2, 3. And you can see that these two are the same. This one is a little less, and this is the control. Man sieht also, die einen beiden sind ziemlich ähnlich, eins ist ein bisschen weniger und dann haben wir noch die Kontrolle drüber. So it seems that healers can focus their intention on any one of these 3 samples. Es sieht also aus, als wären Heiler imstand, ihre Absicht auf jede beliebige Probe zu richten. And they can influence one and not the one right next Und to it. dabei die eine zu beeinflussen und die andere daneben nicht. The next question was, what happens to the electrical coherence in their body when they are doing this kind of healing? Die nächste Frage war, was passiert mit der elektrischen Kohärenz in ihrem Körper, wenn sie diese Arbeit durchführen? And this experiment was done again at the Institute of Heart Math, Und das wurde wieder im Institut for Heart Math durchgeführt, where we measured the electrocardiogram during the healing process. wo wir ihr Elektrokardiogramm während dem Heilungsprozess gemessen haben. And the healers who have this kind of coherence were Die- most effective to change the DNA. Diejenigen Heiler, die diese Art von Kohärenz hatten, waren die effektivsten beim Verändern der DNS. Okay, never mind. Skip that. So here's another experiment Hier ist ein weiteres Experiment. where I measured this is the experiment in the spectrophotometer Das ist jetzt das Experiment im Spektrophotometer as a function of time, als Funktion von Zeit, where the DNA just continues to wind, wo die DNS sich einfach weiter wickelt and as it winds, there's less absorption. und of während light. es sich weiter aufwickelt, passiert immer weniger Absorption. At the same time, there was another sample of actually not a sample, but just a photograph of DNA 100 miles away, Zur gleichen Zeit gab es ein Foto von DNS, was 100 Meilen entfernt war. and the measurements were done with a radionics machine, Und die Messungen wurden mit einer Radionikmaschine durchgeführt. measuring the vitality of the DNA. Und man hat da die Vitalität der DNS gemessen. So the question is there any correlation between the two? Und die Frage war, gibt es da irgendeine Korrelation zwischen den zwei? After being exposed to a plasma wave from a machine with inert gas to generate plasma waves. Nachdem sie mit Plasmastrahlen von einer Maschine beschossen wurden. So what we have is, so this is the DNA constantly winding. Then what Das ist also happens, die DNS, die sich konstant immer weiter aufwickelt. because the absorption goes down. Die Absorption von Licht geht also runter. But here, all of a sudden, the absorption goes up, and Aber then hier it geht auf continues, einmal die Absorption erst rauf und dann runter. and then it continues to go down. So for a moment, the DNA stops winding, and it unwinds, Für einen Moment hört die DNS also auf, sich aufzuwickeln und entwickelt sich sogar it's almost like a hiccup wie so ein Schluckauf. in the process.
So the point to make here, the energy of the DNA changes, but there's no change in the physical DNA. Hier ändert sich also die Energie der DNS, aber es gibt auf der physikalischen Ebene keine messbare Änderung. And here there's a change almost the same time, but the energy changes again before the physical DNA changes. Und hier gibt es nochmal eine Veränderung, beinahe gleichzeitig, aber auf dem Energieniveau ändert sich es kurz vorher, bevor es auf der physikalischen Ebene passiert. And remember, these two samples are very far apart. Und bedenken Sie, diese zwei Proben sind sehr weit auseinander. So we believe there's communication between the two samples, which is non-electromagnetic. Wir gehen also davon aus, da findet Kommunikation statt zwischen diesen zwei Proben, die auf nicht elektromagnetischem Weg erfolgt. Okay. Now, the final series of experiments are Die done letzte Serie von Experimenten, with healers. die wir mit Heilern gemacht hatten, Of course, DNA is not so round, but it's a nice picture. ist ein hübsches Bild, auch wenn die DNS in Wirklichkeit nicht so rund ist. So in these experiments, we're going to heat the DNA to completely unwind the two strands. In diesen Experimenten haben wir die DNS so weit aufgeheizt, dass sich die beiden Stränge komplett entkoppelt haben. And in this experiment, it can only go one direction to wind back to the intact helix structure. Und in diesem Experiment gibt es nur eine Richtung, nämlich zurück zur intakten, verschlungenen Struktur. So here's the control where it's winding and there's less absorption of light. Hier ist die Kontrollgruppe, die sich aufwickelt und immer weniger Lichtabsorption stattfinden lässt. And I studied two different kinds of healers. Und ich habe dann zwei verschiedene Arten von Heilern studiert, Qigong and Reiki. And in both cases, the healers slow down the rewinding process. In beiden Fällen konnten die Heiler das Aufwickeln verlangsamen. You might think that a healer would speed up this process Man würde eigentlich annehmen, dass der Heiler diesen Prozess beschleunigt, because the system is going back to equilibrium, weil das System ja eigentlich zum Gleichgewichtszustand back to zurückgehen will, the intact helix structure. zurück zur intakten Helixstruktur. But in fact, they slow it down. Aber die Wirklichkeit zeigt, dass sie es verlangsamen. And we can talk about this later, but my explanation Kann is, man später noch darüber reden, aber meine Erklärung ist, you know, healing is not always speeding up things. In this case, obviously, you need to slow it down. meine Erklärung ist, Heilung beschleunigt nicht immer Sachen, sondern in dem Fall hat es auch verlangsamt. Maybe to increase the fidelity, to increase the accuracy of the process, it needs to slow down. Vielleicht um die Treue des Prozesses, also die, wie soll man sagen, die Qualität zu erhöhen, dafür ist es vielleicht wichtig, den Prozess zu verlangsamen. And you can see that this particular healer was very powerful. In fact, there was almost no rewinding. Und Sie können sehen, also der eine Heiler da, der war also extrem powerful, da gab es also kaum eine Rückaufwicklung von der DNS. So maybe you can say that this healer is more powerful, more effective as a healer. Vielleicht kann man jetzt sagen, der Heiler ist effektiver als ein anderer. Maybe. Vielleicht. This is in vitro. This is DNA all by itself. Das ist also am lebenden Objekt, das ist DNS ganz allein. But what we're actually measuring here is a quantum process. Und was wir hier eigentlich messen, ist ein Quantenprozess. Because when the DNA winds, Wenn die DNS sich aufwickelt, hydrogen bonds form. formen sich Wasserstoffbrücken. Hydrogen bond. And a hydrogen bond has quantum tunneling between the two strands.
Und in diesen Wasserstoffbindungen gibt es Quantentunnelvorgänge of the electrons. der Elektronen. So this is a quantum process Das ist also ein Quantenprozess, that the healing energy is resonating with this intrinsic quantum process. und die Heilenergie resoniert, also ist in Resonanz mit diesem intrinsischen Quantenprozess. So is this person a better healer than this person? Ist jetzt die Person Nummer 2 ein besserer Heiler als die Nummer 1? I did many different Reiki practitioners. Ich habe es mit vielen verschiedenen Reiki-Practitionern ausprobiert. Some advanced, some beginners. Manche waren Fortgeschrittene, manche waren Anfänger. Some with 1 year of experience and some with 10 years. Manche mit 1 Jahr Erfahrung, manche mit 10 Jahren Erfahrung. And there was no correlation with their ability to do this. Und da gab es keine Korrelation zu verzeichnen in ihrer Fähigkeit, da einzuwirken. So maybe these people resonate with DNA better than these practitioners. Vielleicht sind diese Leute also besser in Resonanz mit der DNS wie die anderen Practitioner. We do not know. Das wissen wir nicht. I was very happy with these results because I thought this would be a good in vitro bioassay to measure for training purposes, say, for biofeedback, to, when someone's learning to heal. Here you can say, yes, you have an effect on the DNA. Ich war sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen, weil ich dachte, das ist gerade für Leute, die in den Heilkünsten anfangen, ein wirksames Hilfsmittel, um ihnen zu zeigen, schau, du hast wirklich einen Effekt auf die DNS. So then what I wanted to do is compare the ability of a healer and the ability of 2 devices, machines. Dann wollte ich als nächstes die Fähigkeit eines Heilers vergleichen mit der Fähigkeit von 2 Geräten. This machine is a plasma wave generator. Die Maschine hier ist ein Plasmawellengenerator. And this machine is a paramagnetic material that has a special paramagnetic energy. Diese Maschine hier, die hat ein spezielles paramagnetisches Material. And isn't it good to know that the healers are more effective than the machines? Und ist es nicht gut zu sehen, dass die Heiler effektiver sind als die Maschinen? Very pleased about those results. Da war ich sehr drüber erfreut. Because, I'm a scientist. I have to be objective. And if it was the other way around, Ich bin Wissenschaftler, ich muss objektiv sein. Wenn es andersrum gewesen wäre, oh ja. So, then I discovered that not all healers are created equal. Und dann ist mir klar geworden, dass nicht alle Heiler gleich sind. I discovered at least 2 kinds of healers. This group, the reconnection. Ich habe zumindest 2 verschiedene Arten oder Gruppen von Heilern gefunden. Die einen, die in diesen Bereich Wiederverbindung fallen. And another group from California. Und dann eine andere Gruppe aus Kalifornien. Actually speed up DNA rewinding. Die das Aufwickeln der DNS beschleunigen. So now we have 2 different kinds of healing energies, or at least 2 different kinds of healers. Jetzt haben wir also 2 verschiedene Arten von Heilungsenergie oder zumindest 2 verschiedene Arten von Heilern. The healer who can speed up the DNA and healers who slow it down. Die einen, die die DNS beschleunigen können und die anderen, die sie verlangsamen können. Therefore, the title of the talk is The Bipolar Nature of Healing Energy. Und deswegen ist das Thema meines Vortrags die bipolare Natur der Heilungsenergie. This suggests that some healers have the opposite effect on the body to other healers, or at least on DNA. Das impliziert also, dass manche Heiler den gegenteiligen Effekt auf den Körper haben oder zumindest auf die DNS. So if you are receiving healing energy, wenn Sie also Heilungsenergie empfangen, which kind of energy do you need? Welche Art von Energie brauchen Sie eigentlich? We do not know. Das wissen wir wieder And nicht. certainly as a healee, you do not know which kind of healer to go to.
Und als derjenige, der Heilungsenergie empfangen will, wissen Sie also jetzt nicht, zu welcher Art von Heiler Sie gehen sollen. Depending on your symptoms, maybe you need to go to this kind first and then this kind. Vielleicht abhängig von Ihren Symptomen, vielleicht müssen Sie zuerst zu dem einen und dann zu einem aus der anderen Gattung gehen. Or vice versa. Oder umgekehrt. We do not know. Das wissen wir alles nicht. I wanted to talk more about the ability of a healer to put their information into water and have the water store the information and then test the water with the healing information. But Jetzt möchte ich mal über die Fähigkeiten von Heilern sprechen, ihre Heilenergie in Wasser reinzubringen und die Fähigkeit vom Wasser, diese Energie zu speichern. But I do not have time. Aber da habe ich keine Zeit dafür. Sorry. Next year. Nächstes Jahr. But the conclusion? Aber noch schnell die Schlussfolgerung daraus. In these experiments, I was actually measuring the growth of tumor cells. In den Experimenten habe ich das Wachstum von Tumorzellen beobachtet. And a healer can, in this case, slow down the growth of a tumor cell. Ein Heiler kann das Wachstum von Tumorzellen verlangsamen. And the intention of the healer can be stored in water. Und die Absicht des Heilers kann in Wasser gespeichert werden. And water can have the same effect as the healer. Und Wasser kann denselben Effekt haben wie der Heiler. So, the application of this technology Die Anwendung dieser Technologie is to develop energized products. Besteht darin, energetisierte Produkte zu erzeugen. Biomedical, nutraceutical, pharmaceutical, cosmetics, products with energy and information as well as chemicals. Produkte, die Energie und Information tragen, sowie auch chemische Wirkstoffe. And I believe that this is the future application of this kind of technology. Und das, denke ich, ist die zukünftige Anwendung dieser Art von Technologie. Thank you very much. Danke. Question. In your experiments, did you control for time? In terms of, did you look at the basic rest activity cycle of the healee and whether the healer that was working on him may have adjusted the increasing or decreasing effect according to the biological rhythm of the person he was working on? Ich glaube, es ist einfacher, wenn du das, Vera, wenn du es auf Deutsch sagst, und wir werden den Thomas noch mal bitten, das zu übersetzen. Also meine Frage war in Bezug auf die Folie, wo er sagte, dass die Behandler entweder beschleunigen oder verlangsamen. Und die Frage ist, warum gibt es beide Polaritäten? Und ich habe ihn gefragt, ob er in seinen Experimenten den Zeitfaktor insofern kontrolliert hat, dass er bei den Behandelten den Basic Rest Activity Cycle berücksichtigt hat, der unter Umständen dafür verantwortlich ist, dass der Heiler entweder beschleunigt oder verlangsamt. No. Nein. Do you think that this may be, perhaps, a possible explanation? Ob er sich vorstellen kann, dass das möglicherweise eine mögliche Erklärung ist, und er sagt ja. I would not say an explanation, but it's one of the variables in the system. Ich würde es jetzt nicht eine Erklärung nennen, aber es ist auf jeden Fall eine Variable im System. Eine der Variablen. This is one reason why I work with very simple in vitro biological systems. Und das ist einer der Gründe, warum ich am liebsten mit ganz einfachen Systemen in vitro arbeite. Because when you work with humans, you have circadian rhythms. Denn wenn man mit Menschen arbeitet, da hat man gleich zirkadiane Rhythmen im Spiel. You have moods and Man hat emotions. Stimmungen, Emotionen.
and psychological states, so many things Psychologische Zustände. that can change the results. And the basic question is there a change in the physical, biological system at all? So viele Sachen, die die Resultate verändern können. Und die grundlegende Frage ist aber, gibt es im biologischen System eine Veränderung? Oder And now that we know that there is a fundamental change, we can start to ask those kinds of questions. Und jetzt, wo wir nachgewiesen haben, dass es da eine Veränderung gibt, können wir anfangen, diese Art von Fragen zu stellen. Okay. Thank you very much. Weitere Fragen an Ja, Glen Rein? Ich habe auch eine Frage genau zu diesem Experiment. Hat die Intention der Heiler da eine Rolle gespielt? Die wurde nicht erwähnt. Es liegt irgendwie nahe, dass in Kalifornien, wo alles etwas schneller geht, da vielleicht eine andere Intention dahinter war als bei anderen Heilern. My question is, did the kind of intention of the healers play a role? In the unwinding or rewinding experiment, did you measure that? Or did you? Tell me in English, what do you mean, the kind? Was meinst du eigentlich? Kannst du mal auf Englisch sagen? Also es wurde ja der Einfluss verschiedener Heiler auf die Restrukturierung der DNA wurde gemessen. The influence of different healers on the restructuring of the DNA was being measured, right? Yes. Und es wurde nichts gesagt über die Intention der Heiler. But it wasn't said which intention the healer had. Well, in some experiments, the intention was to increase winding. In manchen Experimenten war die Absicht, dieses Entwickeln zu beschleunigen. And in the other experiments, the intention was to decrease the winding. Und in anderen Experimenten diese Wicklung zu verlangsamen. And there was a correlation. Und da gab es eine Korrelation dazwischen. But some experiments, especially with the last experiments with the reconnection group from California, Aber in manchen Experimenten, vor allem bei denen mit der Reconnection-Gruppe aus Kalifornien, the intention was just to do their process. There was no intention to affect the DNA. da war die Absicht nur, dass sie ihren Prozess verfolgen konnten. Es war also jetzt keine spezifische Absicht auf die DNS gerichtet. Also hatten die Reiki-Gruppen und die California-Gruppe unterschiedliche Intentionen. Habe ich So das the richtig Reiki verstanden? group and the California group, they had different intentions. Okay, now I understand the question. Jetzt verstehe ich, um was es geht. Actually, the same situation with the Reiki. They just did their thing, Bei Reiki, die haben einfach nur ihr Ding gemacht. and the DNA responded in one direction, Und die DNS hat in eine Richtung reagiert. and the reconnection people, they did their thing, Und die Reconnection-Leute haben auch ihr Ding gemacht. and the DNA responds in the opposite direction. Und da hat die DNS in der anderen Richtung reagiert. There was no intention to specifically affect the DNA in both experiments. Okay, but In but diesen there beiden was a- Experimenten gab es also keine Absicht, die DNS spezifisch zu beeinflussen. But there was a difference in the intention of the healers, probably. Well, their It intention. was they were not focused the same way. Yeah, well, okay. In fact, now I really Also understand. gab es da tatsächlich, sagt die Fragestellerin, eine andere Absicht. Die waren also nicht unbedingt fokussiert aufs Gleiche. Because Reiki practitioners in general believe that they put energy out, Reiki-Practitioner glauben grundsätzlich daran, dass sie Energie rausschicken. and reconnection healers in general believe that they pull energy from the system into themselves. Und die Reconnection-Leute, die glauben grundsätzlich daran, dass sie Energie aus dem System in sich selber reinziehen. So this is their intention. Das ist dann auch immer ihre Absicht. It's a little bit different. Ja, oh, Entschuldigung. Entschuldigung, da ist jemand vor Ihnen. Wir müssen es der Reihe nach machen. Ja, kleinen Moment. Karl, du Eine kurze Frage, short question. What other factors affect DNA when there aren't healers involved? In other words, what kind of variables are there in terms of winding and unwinding? Is it a chaotic or random process? Die Frage ist, was für andere Fakten sind dazu zuständig, das DNA aufzuwickeln, abzuwickeln oder es zu beeinflussen? I showed you that heat is one
very strong influence. Ich habe euch ja gezeigt, dass Wärme ein starker Einflussfaktor ist. But the healers are, in some cases, are so far away, there's no heat involved. Aber die Heiler sind in manchen Fällen so weit weg, da kann keine Wärme mehr dabei sein. And in all experiments, the DNA is put inside, in a cuvette, inside the machine, and then the machine is covered with a metal top. Und in allen Fällen wird die DNS erstmal in eine Küvette reingetan und dann in eine Maschine und die Maschine wird wieder abgedeckt. So heat is very unlikely to cause this change. Wärme ist also wirklich ein sehr unwahrscheinlicher Faktor bei der Veränderung. Electromagnetic energy can also change DNA. Elektromagnetische Energie kann auch DNS verändern. And at least with the local experiments, when the DNA, with the spectrophotometer, and they're doing this. Zumindest bei den lokalen Experimenten mit dem Spektrophotometer. This is a possible explanation. Ist das eine mögliche Erklärung? And that's the short answer. Das ist jetzt mal die kurze Antwort. Ganz kurz eine Erklärung noch zur Reiki-Verfahrensweise. Der Reiki-Anwender versteht sich nicht nur als ein Sender von Energie, sondern als ein Leiter. Er nimmt Energie auf und gibt sie weiter. Er versteht sich nur als wie ein Rohr oder was weiß ich, als ein Durchleiter. Das kurz dazu. Kann ich das kurz the lady would just like to change the description of the Reiki methodology a little bit, okay. That the healer is rather a channel for passing on energy. And in fact, the reconnection people say the same thing. They just bring the energy from above, but they describe it as a new energy. Die Reconnection-Leute, die sagen auch, sie würden nur die Informationen von oben irgendwie runterbringen, aber die beschreiben das als eine neue Art von Energie. I was actually looking for an explanation to try to explain why they have opposite effects. Ich habe halt einfach nach einer Erklärung dafür gesucht, warum die jetzt gegensätzliche Effekte ausgelöst haben. Ja, das war jetzt auch nochmal meine Frage. Haben die Reiki-Anwender jeweils nur Energie mental gesandt oder haben sie teilweise auch ihre Hände eingesetzt? And this would have been my question. Did the Reiki healers in each case only send energy or did they use their hands with it? In fact, they always use their hands. The reconnection people, sometimes they just dance around the sample. They don't use their hands. Die Reiki-Leute haben immer ihre Hände eingesetzt, während die Reconnection-Leute, die haben manchmal drumherum getanzt. Ja, ich meine, mit Reiki ist ja dieses Fernsenden auch möglich, über Kilometer oder sonst, sagen wir mal, unbegrenzte Distanzen. Ich kann mir vorstellen, wenn Sie sagen, dass die Reiki-Leute also sowohl mental als auch physisch ihre Kräfte eingesetzt haben, dann ist es für mich nachvollziehbar, dass es da auch verstärkte Effekte geben kann. Since the Reiki people can send energy over long distances, to me it is clear that this can have effects. Yes, and that's what I showed, that it can happen over long distances. Das kann den Unterschied machen, ja. Yeah. Ja, okay. Thank you. Dankeschön. Eine letzte Frage, Albrecht, war, glaube ich, an alle Konstantin Vorträge May. des Vormittags. Also eine Frage an dich, Konstantin. Und zwar, welche aus energiemedizinischer Sicht ist ja tatsächlich die neuen Felder ein Problem für viele Patienten. Das heißt, sie reagieren klinisch darauf. Welche Möglichkeit aus der Sicht des Technikers hat man sinnvollerweise, dem zu begegnen? Also aktiver, passiver Schutz. Hier der Techniker, welche Möglichkeiten? Ja, das ist sehr schwierig, denn es werden da auch sehr viele Sachen angeboten, als sozusagen als Schutz, Pseudoschutz manchmal auch.
Die Biologie unterscheidet sich von der Technik dadurch, dass sie resonanzfähig ist und sich in Resonanzen reinzieht, was sicherlich damit zu tun hat, dass wir unsere Energie und unsere Informationen auch aus unserer Umgebung ziehen und deshalb eine biologische Notwendigkeit da besteht, in Resonanz zu gehen. Das macht die Technik zum Beispiel überhaupt nicht. Die Technik ist da passiv, wenn, dann haben wir es mit irgendwelchen Antennenstrukturen zu tun, die können was aufnehmen, können wieder was abgeben, können bei der Gelegenheit selbstverständlich etwas die Phase zum Beispiel drehen, sodass wir das Phänomen dann beobachten können, dass irgendein Stück Metall als Antenne wirkt, etwas aufnimmt, phasengedreht wieder abgibt, und wir wissen ja, dass wenn wir nach einer Phasendrehung die gleiche Phasenlage haben, also sprich das gleiche Vorzeichen, gibt es Abstoßung, bei Ungleichen gibt es Anziehung, sodass wir also praktisch aus einer Anziehung eine Abstoßung machen können. Und insofern kann jeder da möglicherweise beobachten, dass ein Stück Metall ihm dann hilft, bestimmte Signale da zu invertieren, aber das muss jetzt nicht generell gelten. Deshalb ist die Aussage, irgendwelche Blättchen, manche nennen das auch Tesla-Platten, das hat mit Tesla überhaupt nichts zu tun, der würde sich im Grabe umdrehen, dass die dann irgendetwas helfen sollen, das mag ja bei eindimensionaler Sichtweise, im Labor macht man sowas vielleicht mal nachweisbar sein, aber so etwas kann man nicht generalisieren. Das ist mal prinzipiell. Jetzt kommt natürlich die besondere Eigenschaft der Skalarwelle dazu, dass sie nicht abschirmbar ist, dass sie eigentlich nur im Resonanzfall überhaupt wechselwirkt, und deshalb kann man eigentlich sie auch nicht abhalten. Also ich kann mich selber nicht in einen Faraday-Käfig bewegen, mein Schlafzimmer ringsrum mit irgendwelchen Metallgardinen voll zuhängen. Das hilft auch nichts, oder mit der Ritterrüstung ins Bett gehen und sich dann gut erden, sage ich immer dazu. Das wird auch nicht viel helfen. Vor den Herzchenwellen, ja, da schützt mich das. Aber die Herzchenwellen, habe ich ja gesagt, sind ja gar nicht biologisch relevant. Sie sind allerdings verknüpft mit den anderen, denn wir sehen ja, dass im Übergang vom Nahfeld zum Fernfeld ein Übergang stattfindet, also kann er auch zurück stattfinden, also auch innerhalb meiner Ritterrüstung, auch wenn ich die anhabe, kann es mich treffen. Also das Einzige, was wirklich helfen würde, wäre tatsächlich einen Sammler zu bauen, der diese Strahlen einsammelt, der also ganz aktiv in Resonanz geht, was aber bei Mikrowellenfrequenzen gebührenpflichtig ist, nicht ganz einfach ist, technisch eine Herausforderung ist. Ich würde mich zutrauen, sowas zu bauen, aber da brauche ich einige Entwicklungsgelder dafür, um sowas zu bauen. Es ist nicht so einfach. Es ist sehr einfach, einen Sender zu bauen, der uns verstrahlt, aber es ist ganz schwierig, einen Empfänger zu bauen, der das wieder absaugt. Ja, vielen Dank. Das wäre jetzt so eine Art Schlusswort für unsere Diskussion. Bevor ich Sie in die Mittagspause entlasse, möchte ich noch kurz auf etwas hinweisen. Da fiel der Ausdruck Intention. Das ist immer so ein bisschen so etwas stiefmütterlich behandelt worden. Ich habe im Sommer bei dem ICEAM-Kongress einen Vortrag gehört, der mich so beeindruckt hat wie selten ein Vortrag, von einem sehr berühmten amerikanischen Wissenschaftler, indisch-amerikanischen Wissenschaftler, Rustam Roy. Das ist der Mann, wir haben gestern bei der Mitgliederversammlung gesprochen, der vielen von YouTube bekannt ist, weil er in der Lage ist, Salzwasser zum Brennen zu bringen. Der bestrahlt das mit bestimmten Radiowellen, die eine bestimmte physikalische Eigenschaften haben, und das Wasser brennt. Dieser Mann ist in Amerika so berühmt, bei uns ist er relativ wenig bekannt, wenn überhaupt. Und der hat mit der konventionellen Wissenschaft abgerechnet. Und er hat gesagt, meine Wissenschaft wird durch ein einziges Experiment ad absurdum geführt. Er sagt, wenn ich ein Glas habe, und da gibt es in Amerika wohl diese Glasbänder, so ähnlich wie der Uri Geller das mit Metall macht, ein einziges bei Zimmertemperatur gebogenes Glas
Das zerstäubt sozusagen meine ganze Wissenschaft, weil da die Intention drin ist. Und eine Wissenschaft, die mit Intention nicht rechnet oder das gar nicht berücksichtigt, die ist fehlgeleitet. Intention ist eine Kraft, die ist stärker als das, was wir bisher kennen und in der Physik und in der Wissenschaft, in der Technik unbekannt. Ich wollte das nur noch zum Thema Intention sagen. So. Meine Damen und Herren, wir machen 1,5 Stunden Mittagspause. Wir treffen uns wieder um 14:20 Uhr. Sie wissen, es geht pünktlich los bei uns. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit in Heidelberg. Ganz